An diesem Bild ist alles einfach. Die Struktur ist leicht zu spachteln, die Farbe muss nicht gemischt werden und der Silberglitter sorgt von ganz alleine für den coolen Effekt. Für dieses Werk habe ich mir eine Leinwand von 50 x 60 cm rausgesucht. Immer wenn ich mit Fertigputz arbeite, beginnt das Bild mit einer Sandschicht. Diese Sandschicht hilft dem Fertigputz, sich gut daran festhalten zu können. Und diese Sandschicht macht natürlich auch ein interessantes Bild an den Stellen, wo die Leinwand sonst sichtbar wäre. Dieses Aufbringen dieser Sandschicht ist ganz einfach. Du nimmst ein bisschen Sand, das ist bei mir Quarzsand, der hilft noch besser, dem Fertigputz sich festzuhalten. Und dann wird eine Mischung aus Acryldispersion und Wasser im Verhältnis 1:1 auf den Sand gekippt und dann verteilst du diese Masse mit einem Japanspachtel. Ja, und bei dem zweiten Arbeitsschritt ist mir dann ein technischer Fehler unterlaufen. Ich habe aus Versehen den Zeitraffer eingestellt. Das heißt, es geht relativ schnell, man kann es gut erkennen, aber ich gebe euch hier mal die Info vorweg. Ich habe 300 Gramm Fertigputz mit 100 Gramm Acrylbinder und 100 Gramm Wasser gemischt. Gut durchrühren und dann kann das Ganze aufgetragen werden und das seht ihr jetzt hier. Ich messe die Stoffe tatsächlich mit der Waage ab, damit ich auch nicht zu viel habe. Fertigputz kann man nicht aufbewahren, der wird automatisch hart. Und dann wird das Ganze verteilt. Ich nehme einen Malerspachtel und lasse eben einen Bereich im oberen Drittel, unteren Drittel, je nachdem wie man es aufhängt, frei. Da kommt also dann auch diese schöne Sandschicht durch. Und wie weit ihr es bis zum Rand auftragt, das ist jetzt eine Geschmacksfrage. Ich lasse auch kleine Stellen zwischendurch durchscheinen. Das hat dann besondere Effekte. Das habe ich jetzt 2 Tage trocknen lassen. Alles ist soweit fest. Und jetzt muss es geschliffen werden. Der Fertigputz ist, wenn er trocken ist, das kannst du selber fühlen mit den Händen, ist immer so ein bisschen spitz. Viele Teile sind auch lose. Und das muss jetzt auf jeden Fall runtergeschliffen werden. Das muss nicht viel sein. 80er Sandpapier, einmal drüber gehen und dann hast du eigentlich eine sehr, sehr schöne Fläche. Ich achte beim Schleifen besonders auf die Ränder, dass die einen schönen Abschluss zur Leinwand geben. Dieses Schleifen macht sehr viel Staub, vielleicht trägst du auch eine Staubmaske. Auf jeden Fall musst du dein Werk gut abfegen, da sitzt viel Staub auch in diesen kleinen Ritzen, dreh es auch mal um und feg es dann nochmal ab. Und du siehst jetzt schon hier auf meinem Arbeitstisch, wie viel Staub darunter kommt. Das muss also auf jeden Fall auch vom Werk runter. Dann grundiere ich das Ganze einmal mit Fassadenfarbe. Du kannst auch Acrylfarbe nehmen, sie ist im Grunde teurer als Fassadenfarbe und da es bei mir im Atelier sehr häufig gebraucht wird, mache ich das dann mit so einem großen Eimer Fassadenfarbe. Einmal durchstreichen alles, sodass du einen glatten, weißen Untergrund hast und dann kannst du mit den nächsten Farbaufträgen wesentlich besser arbeiten, weil der Fertigputz dann schon einmal in der Pore geschlossen ist und die nächste Farbe besser hält. Nachdem die Fassadenfarbe trocken war, habe ich das Ganze jetzt noch einmal mit Acrylfarbe in Weiß gestrichen. Da hättest du natürlich jetzt auch schon einen anderen Farbton nehmen können. Aber jetzt ist das Ganze perfekt vorbereitet, um unsere Strukturen sichtbar zu machen. Und das mache ich mit schwarzer Acrylfarbe, die ich jetzt mit Wasser verdünne, so dass ich eine gleichmäßig flüssige Farbe bekomme. Also diese Farbe soll schon
fließen wie Wasser und ich achte darauf, dass ich sie auch wirklich gut durchrühre. Und bevor ich die jetzt auftrage, sprühe ich einmal die ganze Fläche ein. Dieses Wasser jetzt auf der Oberfläche sorgt dafür, dass die Farbe sich dann gleich sehr gut verteilen kann und nicht irgendwo vielleicht Ränder bildet oder Flecken. Und dann wird die ganze Fläche mit dieser flüssigen Farbe eingestrichen und ich starte jetzt in diesem Teil, der sehr wenig Fertigputz hat, weil da auch die meiste schwarze Farbe hin soll. Dort soll es sehr dunkel werden. Und jetzt folgt der Rest, dass also wirklich alles bedeckt wird mit dieser flüssigen Farbe. Und du siehst hier schon, wie großartig die Strukturen hervortreten. Übrigens, wie alle meine Werke kannst du dieses Bild kaufen. Klick einfach hier oben auf den Link. Nach dem Farbauftrag sprühe ich dann noch einmal Wasser auf die Fläche, damit sich die aufgebrachte Farbe auch gut verteilen kann. Und dort, wo sich Seen bilden, bzw. du das Gefühl hast, dass es zu schwarz, zu dunkel wird, da kann man die Farbe dann mit Küchenkrepp einfach wegtupfen. Und du solltest auch die Ränder bei jedem Arbeitsgang mit einbeziehen, also hier auch einmal mit der flüssigen schwarzen Farbe rundherum streichen. Nach einem Tag ist alles getrocknet. Schau mal, ob die Färbung in diesem Bereich dunkel genug ist. Eventuell musst du ein zweites Mal nachsetzen. Dann geht es an den Silbereffekt. Und zwar nehme ich einen Silberglitter und streue den jetzt einfach mit dem Löffel so an den Rand dieses schwarzen Bereiches. Also ein Teil des Schwarz wird abgedeckt. Du musst gucken, wie du das verteilst. Ich habe mich hier im Anfang zunächst auf diesen Streifen konzentriert, habe aber später gemerkt, dass ich noch so ein bisschen über diesen Streifen hinausgehen kann. Mit einem sehr weichen Pinsel kannst du das Ganze dann ein bisschen korrigieren, so dass du ein Bild erhältst, was dir auch gefällt. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, abonniere meinen Kanal und klicke auf die Glocke. Zum Abschluss kannst du auf die Leinwand klopfen, sodass diese Silberglitter sich sehr organisch verteilen. Zum Abschluss habe ich noch ein bisschen Silberglitter nach oben und nach unten verteilt. Das ist aber nur eine geringe Menge und das geht am besten, als wenn du so tust, als würdest du Salz auf ein Ei streuen. Die Silberpartikel müssen zum Schluss fixiert werden und das mache ich mit der gleichen Mischung aus Acryldispersion und Wasser im Verhältnis 1:1. Das habe ich mir in eine Sprühflasche gefüllt und sprühe jetzt über das ganze Bild. Du solltest den Bereich rund um deine Arbeit herum abdecken, denn dieser Sprühnebel ist wirklich sehr klebrig. Du siehst auch hier, ich habe schon die ganze Zeit unten drunter eine Folie liegen, die ich dann wegnehmen kann. Das ist der letzte Arbeitsgang an deinem Bild, also einfach komplett einmal das ganze Bild einsprühen. Das wirkt dann, wenn es trocken ist, auch wie ein Lack und dann kannst du dein Bild aufhängen.